Hallo zusammen, in diesem Video möchte ich dir die Smart Plus Wi-Fi Battery Remote Switches zeigen, auf Deutsch Batteriefunkschalter. Es gibt hier drei verschiedene Varianten mit 1, 2 oder 4 Tasten. Als erstes zeige ich dir einen Batteriefunkschalter in Detail. Dazu nutze ich den Viergang-Funkschalter. Der Ein- und Zweigang sind bis auf die Anzahl der Schalter identisch. Hinten findest du den physischen An-Ausschalter. Ich schalte das Produkt nun an. Auf der Untenseite befindet sich die USB-Buchse zum Laden der integrierten Batterie des Funkschalters. Auf der Vorderseite befinden sich 4 Drucktaster. Das Produkt ist nach dem Anschalten im Kopplungsmodus und die Indikator-LED blinkt langsam auf Taste 1. Taste 1 ist hier oben links. Unten links ist Taste 2. Oben rechts ist dann die Taste 3 und unten rechts dann die Taste 4. Falls das Produkt nach dem Einschalten nicht blinkt, drücke auf Taste 1 für 10 Sekunden. Für den Zweigang und Eingang ist es auch jeweils Taste 1. Die Zuordnung der Taste ist in der Bedienungsanleitung auch zu finden. Auf anderen Tasten ist es nicht möglich, den Funkschalter zurückzusetzen. Die Funkschalter sind magnetisch und können am metallischen Objekt angebracht werden, wie zum Beispiel an diese Leuchte. Jetzt möchte ich dir das Einbinden in der Smart Plus App zeigen und öffne hier dazu die App. Gehe in dein Zuhause, wo du das Produkt hinzufügen möchtest. Ganz oben auf das Plus-Symbol klicken. Es öffnen sich hier mehrere Optionen. Dann ganz oben auf Gerät hinzufügen klicken und auf automatische Suche starten. Dann war unser Produkt hier gefunden. Das ist die schnellste und bequemste Lösung zum Suchen ein Produkt. Und dann ganz rechts auf Hinzufügen klicken. Die WLAN bei der Abfrage die WLAN, SSID und Passwort dann eingeben und dann auf Bestätigen klicken und unser Produkt wird dann in den nächsten Sekunden zu dem App dann eingebunden sein. Es ist immer in verschiedenen Schritten. So war unser Produkt jetzt erfolgreich eingebunden. Durch Klicken auf Bearbeiten kannst du dann die Name oder dann gewünschten Raum dann ändern oder hinzufügen oder das Produkt zum gewünschten Raum hinzufügen. Und jetzt ist unsere Funkschalter zur Verwendung dann bereit. Die Funkschalter kannst du auch in manuellen Modus in langsam Blinken verbinden. Wie das in der App funktioniert, kannst du in einem früheren Video von uns schauen. Das hast du vielleicht schon gesehen. Eine Kopplung des Produkts in manuellen Modus im schnellen Blinken ist bei dem Funkschalter nicht möglich. Also das geht nur bei dem langsamen Blinken. Als nächstes zeige ich dir die Funktionen der Funkschalter in der Smart Plus App. Dazu klicke ich auf dem Icon in der Gerätübersicht meines Zuhauses. Hier ist dann die Gerätübersicht von dem Produkt dann geöffnet. Oben rechts findest du hier den Akkuladezustand in Prozent. Darunter findest du auch dann Bild mit dem physischen Zuordnung der Schalter 1 zum 4. Unten in dem Gackel kannst du jeweils für die einzelnen Schalter Routine festlegen. Durch Routine kannst du dann alle deine Routine nun mit Funkschalter dann ausführen. Ich klicke jetzt zum Beispiel auf Schalter 1 und es gibt hier für jede Schalter 3 Funktionen. Einmal drücken, zweimal drücken und langes Drücken. Einmal drücken wird ausgelöst bei einem Drücken bis 3 Sekunden. Langes Drücken bei einem Drücken länger als 3 Sekunden und bei Doppeldrücken zweimal innerhalb einer Sekunde. Jetzt klicke ich zum Beispiel auf einmal drücken und wenn noch keine Routine hinterlegt war, zum Beispiel in diesem Fall, komme ich sofort in das Menü zum Erstellen einer Routine. Oben gebe ich dann die Namen, zum Beispiel hier kann ich dann einfach geben, Switch 1 Short Press als Beispiel. Bei Bedingung ist Switch 1 Short Press schon eingegeben, das sieht man auch hier. Und bei den Aufgaben kann ich jetzt dann auswählen, dass zum Beispiel diese Filamentlampe angeht, und zwar in warmweiß. Dann gehe ich hier auf Aufgaben hinzufügen und bei
Dann Gerät auswählen und bei Filamentlampe, dass es dann angeht und dann in Warmweiß, also in Warmweiß auf 100% und dann auf Speichern. Und so kann ich dann diese Routine dann speichern. Für Doppeldrucken nutze ich nun eine schon vorkonfigurierte Ausführen durch Druckenroutine. Dann gehe ich wieder in Doppelpress oder Doppelklick. Dann gebe ich hier oben die Name, zum Beispiel Double Press Switch 1. Und in Bedingung ist schon die doppelte Drucken dann schon automatisch dann ausgefüllt oder eingegeben. Und bei den Aufgaben, dann wähle ich dann diese Routine. Routine und dann Lamps Color ein, die ich dann schon vorkonfiguriert hatte. Und dann speichere ich das und dann speichere ich auch die Routine. So ist dann die Routine für die Doppeldrucken auch dann gespeichert. Dann gehe ich wieder zurück und in die Schalterübersicht und gehe dann auf die dritte Funktion, dann langes Drucken. So bei langes Drucken gebe ich eine Routine, dass beide Lampen dann also ausgeben. Dann gebe ich wieder hier den Namen Long Press und in Aufgaben dann Gerät, so diese Lampe dann aus und die zweite Gerät, also die Filamentlampe dann auch aus. Und so kann ich dann diese Routine auch speichern. Jetzt demonstriere ich dir die eingestellten Routinen für den Funkschalter auf die Taste 1. Also Taste 1 ist immer so, wenn man hier so die Produkt in der Hand hat, unten ist immer die USB und oben darauf ist dann 1, 2, 3, 4. So ist dann die Nummerierung, wie man in der App auch das gesehen hat. Und jetzt klicke ich dann auf Nummer 1. Und so hat die erste Routine bei einmal drücken dann ausgelöst und ist unsere Lampe dann an in Warmweiß. Dann mache ich dann auf Zweiklick oder Doppeldrücken. Und bei Doppeldrücken ist die Routine Lamps Color, die ich dann schon vorkonfiguriert habe, ist dann ausgelöst und dann sieht man auch, dass die Lampe bei der einzelnen diese Farbe, die ich dann eingestellt habe. Und bei lange Drücken sollten die dann ausgehen. Dann drücke ich lang, also mehr als 3 Sekunden. 1, 2, 3. Die beiden Lampen sind dann aus. So ist das dann die verschiedene Routine, die man oder verschiedene Produkte, die man über den Wandschalter dann steuern kann. Falls du noch mehr Informationen zum Erstellen von Routinen in der Smart Plus App benötigst, schau dir natürlich die beiden Videos zu den Routinen an. Das hast du vielleicht schon gesehen. Ich hoffe, dass dieses Video hat dir wie immer geholfen, die Funkschalter in der Smart Plus App hinzuzufügen und zu einrichten und um deine zu Hause noch Smart Pluser zu machen. Folge uns natürlich für mehrere Tipps und ciao, ciao. Video.